Hallo und willkommen in meiner Küche. Dieses Video habe ich für Eric gemacht. Eric, this video is for you. Heute zeige ich, wie man selber Fladenbrot macht, also Pitter. Man braucht dafür keinen Backofen und weil die meisten ohnehin eine Knetmaschine zu Hause haben, habe ich mich entschieden, mal zu zeigen, wie man einen Brotteig von Hand knetet. Ich habe 400 Gramm Weizenmehl in meine Schüssel gegeben und mit der Rückseite einer Soßenkelle drücke ich eine Vertiefung in das Mehl. In diese Delle gebe ich nun ein Päckchen Trockenhefe. In einen Krug habe ich 260 Gramm kaltes Wasser abgemessen. Das sind 65% Wasser in Bezug auf das Mehl. Davon gebe ich so viel Wasser auf die Hefe, dass die Kuhle ungefähr zur Hälfte damit gefüllt ist. Durch das Andrücken mit der Kelle hat sich das Mehl natürlich verdichtet und ist nicht mehr durchlässig. Deswegen gebe ich etwas Mehl zum Wasser und mit dem Löffel verrühre ich nun diese 3 Komponenten zu einem Brei. Hierbei gilt es 3 Dinge zu beachten. Das Wasser braucht nicht erwärmt zu werden, zweitens Zucker ist nicht nötig und drittens niemals, wirklich niemals Salz zur Hefe geben, denn Salz tötet die Hefe ab. Nachdem ich nun alles verrührt habe, lasse ich es 15 Minuten stehen, damit sich die Hefe mit Wasser vollsaugen kann. Dass die Hefe noch lebt, kann man daran erkennen, dass sich die Masse nach dieser Zeit etwas ausgedehnt hat und auch Blasen wirft. Nun gebe ich noch 1 Esslöffel Olivenöl zum Mehl sowie 5 Gramm Salz und das restliche Wasser. Zunächst vermische ich das Wasser mit einem Teil des Mehls und des Hefeansatzes und dann arbeite ich alles unter. Es ist eine klebrige Angelegenheit. Zunächst arbeite ich das Mehl in das Wasser ein, indem ich immer wieder eine Faust mache und dabei das Mehl mit dem Wasser verbinde. Das mache ich so lange, bis ich irgendwann einen Teigklumpen erhalte. Der Teig sollte nicht zu fest und nicht zu klebrig sein. Wer einen Teig zum ersten Mal macht, sollte wissen, dass man natürlich nach Rezept vorgehen sollte. Ich habe aber die Erfahrung gemacht, dass ein Hefeteig seinen eigenen Kopf hat. Das kann zum einen an der Beschaffenheit des Mehles liegen, zum Beispiel welche Sorte, 405er, 550er oder welches Ursprungsland es hat, ob es sich um Industriemehl oder zum Beispiel um Biomehl handelt. All das sind Unterschiede, die sich bei der Verarbeitung bemerkbar machen, aber auch das Wetter kann eine Rolle spielen, ob es ein feuchter Tag oder ein trockener Tag ist, etc. etc. Die gute Nachricht ist, dass es eigentlich immer klappt. Beim richtigen Verhältnis von Wasser und Mehl kommt der Teig zusammen und fängt an, sich vom Teigrand zu lösen. Ich gebe hier noch ein wenig Wasser hinzu, da er mir immer noch ein wenig zu fest war. Es ist aber eigentlich einfacher, einen zu feuchten Teig zu haben, zu dem man noch Mehl hinzuzugeben hat. Das lässt sich leichter handhaben. Der Teig muss gut durchgeknetet werden, damit sich das Gluten, das sind die Kleberstoffe im Mehl, entwickeln kann. Dazu drücke ich den Teig mit dem Handballen halb zusammen, drehe die Schüssel mit der anderen Hand um eine Vierteldrehung, ziehe den Teig etwas auseinander, drücke den Teig in der Mitte wieder zusammen und so weiter. Dies mache ich so lange, bis der Teig geschmeidig wird. Das kann gut 10 Minuten dauern. Es ist keine einfache Arbeit und bei einer großen Menge kann das ganz schön anstrengend sein. Deswegen finden die Knetmaschinen ja auch so einen reißenden Absatz. Wer aber anfängt, Brot zu backen, sollte einen Hefeteig unbedingt einmal von Hand kneten. Es hilft, ein Gefühl für den Teig zu bekommen und das ist hilfreich, wenn man auf eine Knetmaschine umsteigt. Der Teig klebt nun nicht mehr am Schüsselrand und ich nehme ihn aus der Schüssel und knete ihn noch einmal kurz auf meine Arbeitsfläche. So kann ich ihn noch besser mit meinem Handballen bearbeiten. Jetzt habe ich lange geredet und geknetet. Mein Teig ist soweit, er hat sich eine Ruhepause verdient. Bevor es soweit ist, ziehe ich ihn noch etwas auseinander, falte ihn wie einen Brief zweimal. Dann drehe ich das Teigstück um 90 Grad, ziehe es noch einmal auseinander, ungefähr auf DIN A4 Größe und falte es nochmals zweimal. Diesmal geht es schon ein bisschen schwerer, denn das Gluten hält den Teig zusammen. Nun kann der Teig 30 Minuten abgedeckt ruhen. Nach den 30 Minuten wiederhole ich den Vorgang.
Ziehe also den Teig auf die ungefähre Größe eines DIN A4-Bogens auseinander und falte ihn zweimal wieder übereinander. Nun habe ich ein schönes Rechteck, welches ich in 8 Teile schneide. Diese lasse ich nochmals eine halbe Stunde mit einem Handtuch abgedeckt stehen. Nach dieser Zeit werden die Fladen geformt. Dazu nehme ich ein Teigstück in die linke Hand und ziehe eine Ecke etwas heraus und drücke sie in der Mitte des Teiges fest. Zunächst mache ich das bei den 4 Ecken und dann bei den sich durch diesen Vorgang bildenden 9 Ecken. Falls die Oberseite des Teiglings etwas trocken sein sollte, wird so gearbeitet, dass die trockene Seite nach innen gelangt und die feuchtere nach außen. Auf diese Art erhält der Teig durch das Dehnen Spannung. Dabei muss man schauen, dass die Teigecken zusammengedrückt werden, damit sie einen ordentlichen Teigschluss bilden. Zum Abschluss setze ich die Unterseite des Teiglings auf meine linke Hand und mit der rechten Hand mache ich auf der Oberseite kreisende Bewegungen. Dadurch wird der Teigling rund und die Unterseite geschlossen. Dies kann man auch auf der Arbeitsfläche machen und die Profis nehmen in jede Hand einen Teigling und bearbeiten so 2 zur gleichen Zeit. Ich setze den Teigling auf etwas Mehl, wo sich der Teig entspannen kann und fahre ebenso mit den anderen Teiglingen fort. Ist dieser Arbeitsgang fertig, nehme ich mir wieder den ersten Teigling vor und drücke ihn flach. Anschließend rolle ich ihn mit einem Nudelholz aus, bis er einen Durchmesser von ca. 17 cm hat. Falls das nicht auf Anhieb klappt, weil sich der Teig immer wieder zusammenzieht, legt man ihn zur Seite, damit sich das Gluten, das für die Dehnbarkeit des Teiges verantwortlich ist, entspannen kann. Nach einer Weile geht es dann wieder besser. Nun kann das Pita-Brot gebacken werden. Dafür kann man jede Pfanne nehmen. Ich habe hier eine gusseiserne Crepepfanne, habe aber auch schon beschichtete Pfannen genommen. Eingefettet werden müssen sie nicht. Die Pfanne muss nur gut erhitzt werden. Ich gebe meinen Teig darauf und nach 30 Sekunden, wenn sich die ersten Blasen abzeichnen, wende ich ihn. Und wenn man Glück hat, bläht sich der Teig auf und die heiße Luft darin trennt die beiden Teigseiten. Das ist praktisch, wenn man das Pita-Brot mit etwas füllen möchte, denn nun erübrigt sich das Aufschneiden. Weizenmehl hat einen hohen Kleberanteil und dieser bewirkt eine hohe Elastizität des Teiges. Damit will ich sagen, dass man, sollte man unbedingten Wert auf eine Tasche legen, auch Weizenmehl für das Pita-Brot verwenden sollte. Ich mache das Brot auch sehr oft mit Dinkelmehl und dann bläht sich das Brot nicht unbedingt auf, sondern bleibt flach. Es ist sehr meditativ, dem Backen des Brotes zuzuschauen und zu beobachten, wie es sich aufbläht, und vor allem ist es spannend, klappt es oder klappt es nicht. Ich hoffe, ihr probiert es einmal aus. Wer wissen will, was man am besten zu dem Brot isst, schaut sich am besten noch mein Video an, wie man Hummus macht, und dann gibt es bald auch noch ein Video über Hummus mit Lammfleisch und Gemüse. Es lässt sich auch problemlos einfrieren, wieder auftauen und kurz auf dem Toaster anwärmen. Zutaten und Mengenangaben findet ihr wie immer unten in der Beschreibung. Und wie immer, guten Appetit!